Ja, wir sind im Pianosalon Cristofori in Berlin-Wedding. Das ist echt ein ganz besonderer Ort, wo viele Konzerte stattfinden. Und ich dachte, an so einem Ort muss man ja ein Stück spielen, was für Tasteninstrument geschrieben wurde. Ich habe mit 9 eine Kassette bekommen von meiner Mutter, Rubber Soul von den Beatles. Und dann wollte ich eigentlich auch Musik machen und nur das. Ich wollte Musik studieren, ich wollte das schon ernsthaft machen, nicht nur als Hobby, das war schon klar. Und E-Gitarre, da könnte man ja keinen Rock oder Blues studieren. Muss natürlich, dann, wenn man E-Gitarre studiert, dann Jazz. Und das war doch nicht so ganz meins. Aber ich habe versucht trotzdem, mich da auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und eine Bedingung war, man musste einen Satz aus einem Vivaldi-Konzert spielen mit Klavierbegleitung auf E-Gitarre. Und das fand ich so cool, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und dann habe ich noch ein Konzert gelernt und noch was aus den Jahreszeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich E-Klassik spiele, dann muss ich ja auch das richtige Instrument nehmen. Und dann bin ich doch bei der klassischen Gitarre geblieben und habe mich umentschieden und die Aufnahmeprüfung für klassische Gitarre gemacht. Nicht für Geige dann? Nicht für Geige, also Geige war mir doch auch so schrill ein bisschen. Ich finde sein Schicksal sehr spannend einfach. Der war ja immer im Schatten von seinem Vater, Alessandro Scarlatti, der ja der größte Opernkomponist seiner Zeit war. Und er wollte natürlich auch, dass sein Sohn Domenico auch viel Opern schreibt. Und Domenico wollte es irgendwie nicht so gerne. Der hat zwar gemacht, dem Vater zuliebe, aber er ist immer im Schatten von seinem Vater geblieben. Das hat ihn auch genervt. Und als der Vater tot war, hat er kein einziges Vokalwerk mehr komponiert und hat sich nur zurückgezogen und ans Cembalo und nur die Cembalo-Sonaten komponiert. Er war ein sehr bescheidener, ruhiger Mensch, aber er war ein leidenschaftlicher Spieler, also Glücksspieler. Und hat ständig sein ganzes Geld verloren und die Prinzessin, bei der er eingestellt war, hat immer seine Schulden beglichen. Aber ich finde es einfach irgendwie spannend, das fasziniert mich, solche Typen und solche Schicksale. Also Gitarrenklang ist dem Klang vom Cembalo näher als der Klang vom modernen Flügel. Und bei Gitarre kann man viel mehr Farben reinbringen und auch Dynamik, was bei Cembalo natürlich nicht geht. Ich glaube, es ist auch nicht das Ziel, wirklich das so zu machen wie auf dem Cembalo, wie auf dem Originalinstrument. Und auch jede Bearbeitung bringt ja immer was Neues mit sich. Es gab ja damals auch keine klassische Gitarren in der Form, in der es sie jetzt gibt. Und irgendwie um jeden Preis versuchen, das wirklich irgendwie möglichst so zu spielen, wie es damals gespielt wurde, finde ich, macht nicht so viel Sinn für mich persönlich. Obwohl man muss natürlich bestimmte Sachen beachten, wie man die Triller macht und so weiter. Das finde ich schon wichtig, da sollte man nicht irgendwas machen, worauf man Bock hat, aber das ist ja nur meine Meinung. Ich mache es so, keiner muss mir nachmachen. Also ich weiß nicht, Scarlatti wäre wahrscheinlich eher so kein besonderes
interessanter Biertrinker, also mit dem man Bier trinkt. Ich stelle mir vor, dass er immer so eher in seiner Welt ist. Und dann genau, so gut quatschen mit dem könnte man nicht. Aber mit wem man richtig Spaß haben könnte, ist Mozart bestimmt. Mit dem könnte man echt die Sau auslassen.